Real Madrid möchte Rodrigo. Den Spanier, den Ballon d'Or-Sieger, den Sechser von Manchester City. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Als wenn wir nicht schon genügend Stoff hätten um Real Madrid und Rodrigo, dem Brasilianer. Jetzt muss natürlich auch neue Gerüchte entstehen zu Real Madrid und Rodrigo, dem Spanier. Den werde ich, um es einfacher zu halten, ab jetzt Rodri nennen, damit wir die unterteilen können. Ja, in diesem Video habe ich nämlich Informationen zu beiden. Was ist los? Möchte Real Madrid wirklich Rodri kaufen? Und wie sieht es aus mit Rodrigo und dem FC Barcelona? Gestern haben wir darüber geredet. Fabrizio Romano hat sich dazu geäußert. Also darüber reden wir in dem Video. Und dann ist der nächste Transfer von Real Madrid über die Bühne gegangen. Der nächste Spieler verlässt Real Madrid und eine absolute Legende hat Geburtstag, einer meiner Lieblingsspieler, und das erfahrt ihr gleich in dem Video. Viel Spaß dabei. Bevor das Video startet, noch eine kurze Angelegenheit in eigener Sache. Viele von euch haben mir gestern geschrieben: Mario, wo ist die neue Folge Klein und Haarig? Eigentlich veröffentlichen wir die ja jeden Montag um 17 Uhr. Gestern hatten wir ein kleines technisches Problem. Heute um 12 Uhr die neue Folge Klein und Haarig. Also wenn das Video online ist, danach könnt ihr gerne auf Spotify gehen und Klein und Haarig hören. Danke übrigens nochmal für die tolle Resonanz, für die ganzen Kommentare. Der Podcast von gestern wird euch auch gefallen. Und jetzt starten wir mit den Themen. Gestern haben wir noch darüber geredet, dass Endrick, der Brasilianer, Geburtstag hatte, 19 Jahre alt geworden. Die ersten Fotos sind auch aufgetaucht und mich persönlich hat das sehr gewundert. Wo sind denn da die Kleinwüchsigen und die Damen, die sich für ihre Zeit bezahlen lassen? Keine Ahnung, müssen sich alle unterm Bett verstecken. Nein. Aber warum rede ich nochmal über Endrick? Ganz einfach, neueste Informationen aus Spanien. Die zweite Verletzung wird Endrick noch circa 8 bis 10 Wochen von den Fußballfeldern weghalten. Was bedeutet, er verpasst den Saisonstart. Ich drücke dem Brasilianer die Daumen, dass er diesmal sich auch komplett erholt, es nicht zu früh wieder versucht, ja, irgendwie zu erzwingen. Am Ende hasse den Salat, am Ende fehlt er nochmal 2 bis 3 Monate. Mir tut das für den Brasilianer leid. Ich hoffe, er kommt bald wieder auf die Beine und kann dem Madridismo sein Potenzial zeigen. Ja, kommen wir von einem Geburtstagskind zum anderen, denn heute gratuliere ich einem meiner absoluten Lieblingsspieler bei Real Madrid und ich wette, es ist auch einer eurer Lieblingsspieler, nämlich Fede Valverde. Der uruguayische Nationalspieler, unser Falke, die Seele von Real Madrid, wird heute 27. 27 bedeutet übrigens, dass seine besten Fußballjahre eigentlich noch vor ihm sind. Der ist noch ein halbes Kind. Und der ist jetzt schon so ein unglaublicher Fußballspieler. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Unser zweiter Kapitän feiert seinen Geburtstag übrigens in der Türkei. Da ist er gerade unterwegs. Nicht wegen einer Haartransplantation, also ich habe gestern die Haare gesehen, ich glaube nicht, dass er da was braucht, weil es gab die ersten Gerüchte, du darfst heutzutage nicht mehr in die Türkei, direkt heißt es, du kriegst eine Haartransplantation. Wie dem auch sei, Arda Güler hat auf seinen Instagram-Post geantwortet, du bist am richtigen Ort, also wir wissen, Arda und Fede, sehr dicke Freunde und Arda hat ihn in der Türkei willkommen gehießen. Ich freue mich, Fede Valverde genießt den Urlaub, den sehr verdienten Urlaub mit seiner Familie, er ist, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe, der Spieler in ganz Europa mit den meisten Minuten gewesen. Fede Valverde, erhol dich, genieß deinen Urlaub. Ja, und dann kommen wir zu zweimal Rodrigo am Stück. Einmal Rodrigo, einmal Rodri. Wisst ihr noch, dass wir gestern darüber geredet haben, dass der FC Barcelona Rodrigo haben will? Und meine Aussage war, ich glaube, das ist eine Ente, ich glaube, da ist nichts dran. Der FC Barcelona kann sich gar keinen Transfer in diesen Dimensionen leisten. Ja, hören wir mal an, was der Experte zu diesem Thema zu sagen hat. Fabrizio Romano hat sich dazu geäußert. Schau, ich weiß nicht, woher diese Geschichte kommt, aber da ist absolut nichts dran. Barcelona hat sich nie gemeldet.
mit größtem Respekt für Rodrigo. Ich bin sicher, jeder Verein in der Welt liebt Rodrigo und hält ihn für einen der besten Spieler überhaupt. Aber Barcelona weiß, dass das absolut unmöglich ist. Sowohl von Spielerseite als auch von Vereinsseite. Also ich weiß nicht, woher diese Geschichte kommt, aber all meine Quellen haben mir gesagt, dass das absolut unrealistisch ist. Völlig an der Realität vorbei. Da ist nichts, absolut gar nichts. Ja, ihr habt es selber gehört, wie ich gestern schon vermutet habe. Naja, nur eine brasilianische Zeitung war die Quelle dieses UOL. Weiß Gott, ob die Klicks framen wollten oder ob die Rodrigo bei seinen Vertragsverhandlungen oder bei seinen Transferverhandlungen helfen wollten. Tatsächlich, wie ihr hört, die Quellen von Fabrizio Romano, und ich schätze mal, das sind mit die besten, haben gesagt, das ist absoluter Quatsch, da ist nichts dran. Ja, bevor wir jetzt zu Rodri kommen, noch ein Thema, bleiben wir bei Fabrizio Romano, denn er hat gestern offiziell gemacht, was ich euch vor einer Woche oder so zum ersten Mal gesagt hatte. Jacobo Ramon, der Innenverteidiger, der uns letztes Jahr mit seinem Tor in der 93. Minute gegen Mallorca den Sieg gebracht hat, wechselt offiziell zu Como. Und zwar macht Real Madrid das, was sie immer machen. 50% des Spielers gehen an den italienischen Erstligisten, der von Cesc Fabregas trainiert wird. Obwohl Cesc Fabregas heiß gehandelt wurde für andere Trainerposten in Europa, hat der Spanier sich entschieden, noch ein Jahr bei Como zu bleiben, mit den ganzen jungen Talenten zu arbeiten. Für mich eins der spannendsten Projekte in Europa. Vielleicht muss ich irgendwann mal ein Video machen, wo es gar nicht um Real Madrid geht, sondern nur um Como. Es ist wirklich interessant zu schauen, was da passiert. Übrigens haben mir viele von euch geschrieben, das war kein Fluss in Como, das ist ein See, sorry dafür, habt natürlich recht, aber ihr habt auch viele gesagt, es ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Vielleicht überrasche ich meine Frau mal mit so einem Urlaub in Como, so ein verlängertes Wochenende, und ich schaue nebenbei einem Jacobo Ramon und einem Nico Paz zusammen beim Fußballspielen zu, würde mich riesig freuen. Die Freunde kommen wieder zusammen, aber kommen wir jetzt zu dem Wichtigen, zu den Moneten. Real Madrid bekommt für 50% von Jacobo Ramon 2,5 Millionen Euro. Also wie gesagt, Kleinvieh summiert sich auch. Und Real Madrid hat 3 Jahre eine Rückkaufsklausel. Und ich weiß nicht, ob die Information richtig ist. Di Marzo hat gesagt, Real Madrid kann ihn in diesen 3 Jahren jeweils für 8 Millionen zurückholen. Bei Nico Paz waren es im ersten Jahr 8, im zweiten 9, im dritten 10. Dieses Mal sollen es in allen 3 Jahren jeweils 8 Millionen sein. Wie dem auch sei, Jacobo Ramon, ich wünsche dir einen wunderschönen Aufenthalt in der wunderschönen Stadt Como. Ich drücke dir die Daumen, dass du im Elitefußball Fuß fasst, dass du da endlich dein Potenzial zeigen kannst und hoffentlich auch innerhalb der nächsten Jahre zu Real Madrid zurückkommst. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, wie gesagt, das nächste Talent verlässt Real Madrid. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptthema in diesem Video, Rodri. Real Madrid soll an dem spanischen Nationalspieler interessiert sein. Es gibt dazu einen Artikel und ein Video. Fangen wir mit dem Artikel an, lesen wir uns durch, was der Ass geschrieben hat. Madrid aufmerksam auf Rodrigo. Nach 178 Millionen Euro für Huijsen, Trent, Carreras und Mastantuono ist Kroos oder der Kroos-Nachfolger das nächste große Ziel des Vereins. Der Ballon d'Or-Gewinner ist eine großartige Option. Nach der Verpflichtung von Trent, Carreras, Huijsen und Mascherano gilt Madrids Kader als stabil. Vorbehaltlich möglicher Abgänge, Alaba, Rodrigo und so weiter. Von nun an besteht das vorrangige Ziel darin, einen Spieler zu verpflichten, der die Lücke, die Kroos im Kader hinterlassen hat, füllen kann. Das Aushängeschild des Teams, der Dirigent, ein Rodrigo, um es gelinde auszudrücken, oder warum nicht, Rodrigo selbst. Madrid hat die finanziellen Möglichkeiten, diesen Sommer einen weiteren Top-Transfer zu tätigen. Dies gilt umso mehr, wenn Rodrigo geht, der schätzungsweise 80 bis 100 Millionen Euro einbringen wird. Das Problem ist, dass sie nach der Sondierung des Marktes keinen Spieler mit dem nötigen Prestige für eine Stammposition bei Real Madrid gefunden haben. Die internationale Szene bietet diese Option derzeit nicht und Madrid sucht einen erfahrenen Spieler, der von der ersten Minute an Leistung bringt und über genügend Ansehen verfügt. In dieser Hinsicht stehen, abgesehen von Rodrigo, mehrere Namen auf dem Tisch. 3 davon im Besonderen: Barella,
Enzo Fernandez und McAllister. Alle drei haben langfristige Verträge, sind für ihr Team unverzichtbar, so dass es unmöglich erscheint, sie aus dem Kader zu streichen. Alle drei Verträge haben dreistellige Beträge, außer vielleicht im Fall Barella. Passen Sie auf Rodrigo auf. Mit diesem Foto steht da aber, mit dieser Situation beobachtet Real Madrid Rodrigos Situation weiterhin aufmerksam. Er kehrte Ende der letzten Saison nach einer schweren Knieverletzung, die ihn 9 Monate außer Gefecht setzte, in den Spielbetrieb zurück. Es waren am vorletzten Spieltag der Premier League und anschließend bei der Club-Weltmeisterschaft. Und das alles nach jenem schicksalshaften Septembernachmittag, als er sich im Spiel gegen Arsenal die Bänder riss. Genau diese Verletzung hält nicht nur City, die sportlich stark unter seiner Abwesenheit leiden, sondern auch Real Madrid selbst den Atem. Rodrigo ist ein vielversprechender Spieler, der seinen Vertrag 2027 ausläuft und er ihn beim Verein noch nicht verlängert hat. Mit 29 Jahren, im gleichen Alter, in dem beispielsweise Zidane nach Madrid kam, liegen die besten Jahre seiner Karriere noch vor ihm. Weiß ich nicht. Doch alles hängt von seiner sportlichen Leistung nach dieser schweren Verletzung ab. Ja, ihr habt es selber gehört, was auch noch wichtig in diesem Fall ist. Rodris Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027. Was bedeutet, sollte er nicht verlängern, ist er nächstes Jahr im Sommer 2026 in einer Position, wo er gute Karten hat, wenn er Manchester City verlassen wollen würde. Denn dann könnte er sagen, Leute, nur noch ein Jahr, ich verlängere nicht, also verkauft mich für einen anständigen Preis. Ja, und nicht nur der AS hat darüber berichtet, sondern auch Cadena Ser. Hören wir uns das direkt auch einmal an. Wir haben nach den Transfers, die Real Madrid diesen Sommer getätigt hat, und vor der Club-WM immer wieder berichtet, dass Real Madrid nur noch ein einziges Puzzlestück fehlt, nämlich dieser Toni Kroos, dieser Xabi Alonso, dieser zentrale Mittelfeldspieler, der dem weißen Team noch fehlt. Und Real Madrid ist sich sicher, dass genau einer in diese Gleichung passt. Ja, der Einzige, der passt, ist Rodri. Und das ist im Moment keine realistische Option wegen der Ablösesumme, weil es ihm bei City gut geht und weil man ihn spielen sehen muss, nachdem er in der vergangenen Saison eine schwere Knieverletzung hatte. Es ist ein Transfer, den, wie Paco Jo erklärte, Real Madrid im Hinterkopf hat und den sie nicht ausschließen, entweder in diesem oder im nächsten Sommer anzugehen, denn sein Vertrag läuft 2027 aus. Aber nachdem wir im Laufe des Sommers bei der SER mehrmals darüber gesprochen haben, ob intern diskutiert wird, einen Sechser zu verpflichten oder nicht, ist die Antwort im Moment, keinen Sechser zu holen, es sei denn, Rodri würde verfügbar werden. Daher macht man mit dem weiter, was man aktuell hat, also mit Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Arda Güler, der auf dieser Position spielt, und ohne einen spezifischen Spieler zu verpflichten, der als Schlüssel galt, als Xabi Alonso am Ende der vergangenen Saison kam. Wir wiederholen, Madrid ist der Ansicht, dass es auf dem Markt keinen Sechser gibt, der sowohl zukunftsorientiert in das gesuchte Profil passt, als auch zu einem Preis zu haben ist, den der von Florentino Perez geführte Club stemmen kann oder vielmehr stemmen will. Daher ist der einzige Name, der für diese Position wirklich überzeugt, der von Rodrigo Hernández. Und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wenn wir das übersetzen, was würde es bedeuten, dass sich eine Gelegenheit ergibt? Ich glaube, wenn man vom Ballon d'Or spricht, sind es 3 Ziffern, 100 Millionen. Es ist eine sehr schwierige Operation. Er steht nicht zum Verkauf. Er will sich bei Guardiola nicht unbeliebt machen. Er ist glücklich bei City. Er hat ein Jahr lang nicht gespielt und sie haben auf ihn gewartet. Es ist keine einfache Angelegenheit, aber wenn City morgen verkaufen müsste und zum Hörer greifen und Madrid anrufen und sagen würde, ich verkaufe dir Rodri für 100 Millionen, dann glaube ich, dass Madrid ihn verpflichten würde. Ja, ihr habt es da auch gehört. Und eine Sache möchte ich nochmal klarstellen. Als Content Creator von Real Madrid ist es nicht meine Aufgabe, leider, nur schöne Nachrichten an euch mitzuteilen. Ich muss euch auch die Informationen mitteilen, die ich persönlich nicht so feier. Und das ist so eine. Ich erkläre euch im Anschluss gleich auch warum. Aber erst einmal kommen wir zur Information. Ihr habt es selber gehört. Anscheinend sind sich die Zeitungen, die Nachrichtenagenturen einig. Real Madrid würde, wenn Rodri auf dem Markt wäre, zuschlagen. Aber man muss erstmal schauen, wie er sich von seinem Kreuzbandriss erholt, ob er wieder der Alte wird. Denn was in dem Artikel stand, glaube ich nicht. Mit 29 nach einem Kreuzbandriss weiß ich persönlich nicht, ob die besten Jahre noch vor einem liegen.
Oder ob sie vielleicht schon hinter einem liegen. Das wird Manchester City beobachten, das wird Real Madrid beobachten. Und auch in Manchester City wird natürlich den Teufel tun, einen der stärksten Konkurrenten der Welt zu verstärken mit dem Gehirn ihrer Mannschaft. Also das ist Punkt 1. Punkt Nummer 2, ihr habt bei Cadena Ser selber gehört, die Namen Barella, Enzo Fernandes und McAllister sind gar nicht mehr gefallen. Die Information gibt es nur vom AS. Aber auch da über 100 Millionen glaube ich nicht, dass Real Madrid für einen Spieler in die Hand nimmt von dieser Kategorie. Ich weiß nicht, ob mir die Spieler dieses Geld wert sind. Ja, und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ich bin hellauf zufrieden mit der Lösung, die Xabi Alonso gefunden hat. Man hat gesehen, Real Madrid hat endlich wieder Fußball gespielt. Es war eine fließende Bewegung, wie der Ball von hinten nach vorne gekommen ist. Und Xabi Alonso hat ja mit Arda Güler eine Lösung gefunden. Warum sollte man diesen Talent, wo du oder ich oder keiner weiß, wo das Dach ist, wie weit er sich entwickeln kann, warum sollten wir diesen Spieler einen 100-Millionen-Transfer vor die Nase setzen? Dann ist ja ein Xabi Alonso quasi gezwungen, diesen 100-Millionen-Euro-Spieler spielen zu lassen. Meiner Meinung nach kann Madrid sich das Geld sparen. Wir haben mit Arda Güler schon eine 1A-Lösung und anstelle einem Arda Güler, wie gesagt, einen 100-Millionen-Euro-Mann vor die Nase zu setzen, wäre ich dafür, dass Real Madrid einen zweiten Spieler auf jeden Fall holt. Da bin ich dafür. Ein Arda Güler kann keine 70 Spiele auf der Position machen. Und er ist der Einzige im Kader, wo ich gerade die Qualität sehe, das Spiel von Real Madrid zu dirigieren. Nichts gegen ein Valverde, nichts gegen ein Bellingham, Camavinga etc. Tolle Spieler, aber die haben eine andere Funktion. Das sind Box-to-Box-Player. Ein Arda ist eher ein Dirigent. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, und mein Vorschlag wäre, ich habe euch vor einigen Wochen diesen Kees mitgezeigt, diesen Jungen. Einer, der auch an Seite von Arda noch mit lernen kann, in dieser Position sich entwickeln kann. Mit Xabi Alonso hat man den besten Trainer dafür. Und warum nicht? Ich habe den Namen schon einige Mal auf meinem Kanal genannt. Ich bin ein großer Fan bisher von dem, was ich gesehen habe, von einem Manuel Ángel. Das ist ein junger Spanier, U17, U18, U19 Nationalspieler bei Real Madrid Castilla, der Kapitän, der Dreh- und Angelpunkt, ein toller Fußballer. Und ein Xabi Alonso kennt ihn. Warum ist er nicht ein Spieler, der zum Kader aufrücken kann? Vielleicht will ein Álvaro Arbeloa ihn nicht hergeben, weil er so wichtig für Real Madrid Castilla ist. Aber für mich wäre das auch eine Option. Bin ich gespannt, wie ihr das seht oder ob ihr sagt, nee, ich nehme lieber 100 Millionen Euro in die Hand und hole mir da einen absoluten Topspieler. Ich glaube, Madrid kann sich das Geld sparen. Eure Kommentare dazu möchte ich gerne lesen. Ja, das waren eine Menge Themen. Lasst bitte eure Meinung zu diesen Themen in den Kommentaren. Ich bin da tatsächlich richtig gespannt heute. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen nicht vergessen. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach den 11.000. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun. Und morgen unterhalten wir uns unter anderem über Ibrahima Konate. Was ist da los? Es soll die ersten Gespräche geben. Also freut euch schon mal auf morgen und bis dahin. Allah!